Carsten, hallo. Hallo Knut. Du bist Leiter des Hydro Hubs. Dort bündet TÜV Nord Group gesellschaftsübergreifend die Kompetenzen im Engineering und Consulting. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit? Die Zusammenarbeit gestaltet sich sehr spannend. Warum spannend? Du hast schon gesagt, gesellschaftsübergreifend. Das heißt, wir sind im Hydro Hub, haben wir eine interne Plattform gegründet, in der wir aus einzelnen Geschäftsbereichen, Gesellschaften die Wasserstoffkompetenz bündeln und so entsprechend auch nach außen präsentieren können. Und das Spannende hierbei ist zu sehen, und das fast alltäglich, welches Wissen und Expertenwissen wir in den verschiedenen Bereichen letztendlich schon haben und das zusammenzubringen zu können und das im Konzern mit der Bereitschaft jedes Einzelnen, sich hier letztendlich auch mit einzubringen. Okay, und du selbst? Du hast Chemie studiert und du hast einen Doktor in Business Administration in Natural Sciences, so heißt es. Wie kommt man von da aus zum Thema Wasserstoff? Ja, war nicht der erste direkte Weg. Ich habe Wirtschaftschemie studiert, das heißt eine Kombination aus Chemie und Betriebswirtschaft, dort schon quasi Naturwissenschaften und BWL zusammenzubringen. Bin dann hier in der TÜV Nord Gruppe tatsächlich im Geschäftsbereich Industrieservice gestartet, im Innovationsbereich und habe von dort verschiedenste Innovationsaktivitäten mit begleitet und dort auch schon einen sehr guten Einblick bekommen können in die TÜV Nord Gruppe, in die verschiedenen Geschäftsbereiche, auch Engineering und Rohstoffe, dort erste Kontakte knüpfen können. Und für uns, die TÜV Nord Gruppe, ist auch das Thema Wasserstoff natürlich eines der strategischen Themen. Und als Chemiker hat man immer die Affinität schon für Wasserstoff mit entwickelt. Als BWLer schaut man sehr stark auf den Markt Hochlauf oder die Vorbereitungsphase. Von daher war es eine natürliche Symbiose, auch hier tatkräftig die nächsten Jahre mit zu unterstützen. Ja. Damit verantwortest du ein Zukunftsthema. Höher kann die Relevanz kaum sein. Wie gehst du mit der großen Aufgabe um, Wasserstoff für alle verfügbar zu machen? Du hast komplett recht schon genannt. Das heißt, Wasserstoff ist der Hoffnungsträger der Energiewende. Und wir als TÜV Nord Gruppe sehen auch dort selber unseren Beitrag und haben auch selber eine große Verantwortung, die wir sehen, für den sicheren und nachhaltigen Aufbau und auch Betrieb von der nachhaltigen und langfristigen Wasserstoffinfrastruktur. Die Antwort darauf, wie wir eigentlich damit umgehen mit dieser Verantwortung, liegt eben den Ansatz Hydro Hub selbst. Das heißt, dass wir sagen, es ist für uns eines der strategischen Themenfelder der Zukunft, wir uns entsprechend organisieren, auch im Wasserstoffthema strategische Themenfelder unterdefiniert haben und dort entsprechend uns in Konzernen entsprechend mit organisieren. Wir schauen aber auch nach außen, das heißt mit Partnern. Das heißt, wir versuchen uns auch extern weiter zu unterstützen, dort unseren Beitrag zu leisten, um ganzheitlich unsere Dienstleistung, unseren Beitrag für die nachhaltige und sichere Infrastruktur dort leisten zu können. Und wie hilft dir die TÜV Nord Group, der Geschäftsbereich Engineering und Rohstoffe dabei, immer auf dem aktuellsten Stand der Entwicklung zu bleiben? Wir haben in der TÜV Nord Gruppe verschiedenste Formate dafür und letztendlich, das ist das Schöne, basieren fast alle Formate auf den Kolleginnen und Kollegen selbst. Das heißt, wir haben Communities für Innovationsthemen, für Wasserstoffthemen auch mitgegründet und dort findet eigentlich jeder, der ein Interesse hat, auch Motivation hat, sich dort für ein Themengebiet, was für uns oder auch für den Markt, die Gesellschaft von Bedeutung ist, eine Möglichkeit, sich dort auch entsprechend weiterzubilden. Daneben gibt es natürlich auch dann die klassischen, also ich nenne es jetzt fachspezifischen, projektspezifischen Fortbildungsmaßnahmen, indem wir auch versuchen, immer sehr spezifisch und genau uns entsprechend selbst, aber auch die Mitarbeitenden mit weiterzuentwickeln. Und wenn wir jetzt ein bisschen an den Arbeitsalltag schauen, dein Schreibtisch steht in Gelsenkirchen. Wo sind deine Projekte? Ja, die wenigsten tatsächlich direkt in Gelsenkirchen. Wasserstoff ist ein globales Thema. Das heißt, wir reden jetzt auch gar nicht nur von nationalen Projekten hier in Deutschland, sondern es geht auch über Ländergrenzen hinaus, international. Wir sind dort in sehr engen Austausch, auch mit unseren Auslandsgesellschaften. Und in Deutschland gibt es letztendlich auch keine Grenze, wo wir sagen wir, projekttechnisch nicht mit aktiv sind. Ja. Und hast du ein konkretes Projekt in dem Zusammenhang, wo du ein bisschen berichten kannst? In dem Zusammenhang gibt es tatsächlich ein Projekt, was auch wieder schön den Charakter zeigt, mit welcher Unterstützung wir aus Deutschland unseren Beitrag leisten können. Aber für ein internationales Thema ist auch eines der ersten Projekte, in dem der Hydro Hub mit unterstützen konnte, in der Erstellung eines Kurzgutachtens zu technischen Rahmenbedingungen für den Import von Wasserstoff nach Hamburg. Das heißt, wir haben die Behörde für Wirtschaft und Innovation der Freien Stadt Hamburg hierbei unterstützt, in der breiten Analyse, in welche Richtung entwickelt sich das Thema eigentlich. Das heißt, welche Trägermaterialien werden eingesetzt, wo liegen die Vor- und Nachteile, welche Infrastruktur liegt vor, wie kann die Infrastruktur letztendlich mit eingesetzt werden aus verschiedenen Perspektiven, sicherheitstechnisch, ökonomisch und ökologisch. Und das war ein sehr spannendes und richtungsweisendes Projekt, was wir heute auch sehen, auch letztendlich ähnliche Analogien gezogen werden können für sämtliche andere Länder, wenn es um das Thema geht, Import oder Export von Wasserstoff. Das macht man ja nicht mal eben so alleine. Dafür brauchst du ein großes Team, viele Kompetenzen, viele Disziplinen, die zusammenkommen. Braucht ihr an der einen oder anderen Ecke noch Unterstützung?
Definitiv. Wir sehen das Thema auch langfristig. Das heißt, wir reden hiervon, dass wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch weiter Unterstützung benötigen werden, weil der Markt einfach am Entstehen ist und wir auch unseren kundlichen Beitrag leisten wollen. Das heißt, wir sind stets auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen, die offen sind für dieses dynamische Thema, ein Thema, was im Aufbau ist, ein Markt, der gerade dabei ist, sich zu fassen und zu wachsen, und auch Kolleginnen und Kollegen, die letztendlich auch eine Ambition, eine Motivation in zwei Bereichen zu arbeiten. Einmal von der Engineering-Seite, von der technischen Seite, das aber auch komponiert mit dem Beratungsansatz und auch mit dem ökonomischen Ansatz, um dort letztendlich ganzheitlich unsere Kunden und auch die verschiedenen Partner unterstützen zu können. Sehr spannend, Carsten. Danke für deine Einblicke. Ich danke.